Was geht, meine Sprittis? Willkommen zurück in der Bruderschaft. Heute am Start für euch Spritti B. Wir schauen uns in dieser Folge das Spiel Busfahrer an. Es wird schon einigen bekannt vorkommen, jedoch zeigen wir euch, wie wir das Ganze als Spritual in der Bruderschaft durchführen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein normales Blatt mit 52 Karten, Bier oder Mische und einen harten Alkohol eurer Wahl. Ihr solltet mindestens zu zweit sein, wobei auch hier wieder gilt, je mehr desto besser, und jede Runde dauert ungefähr 10 Minuten. Solltet ihr vorhaben, dieses Spritual mit weniger als 6 Sprittis durchzuziehen, könnt ihr auch ein 32er Kartenblatt nehmen. Es ist ein einfaches Kartenspiel und fällt in unsere Kategorie einmal voll tanken bitte. Und wie geht jetzt das Spritual? Das ist ganz einfach. Gespielt wird dabei in 3 Phasen, wobei alle aufeinander aufbauen. Jemand erklärt sich als Austeiler der Runde bereit und gibt jedem Spieler inklusive sich selbst die Karten. In der ersten Phase wird der Reihe nach im Uhrzeigersinn eine Karte an jeden Spieler verteilt. Bevor ein Spieler seine erste Karte erhält, wird er gefragt, ob die Karte rot oder schwarz ist. Hat die Person richtig geraten, darf sie einen Schluck verteilen. Hat sie sich vertan, muss sie selber eintrinken. Das gilt auch für die noch kommenden Karten, welche verteilt werden. Wieder beim ersten Spieler angekommen, bekommt dieser seine zweite Karte und wird gefragt, ob diese höher oder niedriger ist als die Karte, die diese Person als erstes erhalten hat. Dabei gilt die Reihenfolge Karo, Herz, Pik und Kreuz, womit die Karo 2 die niedrigste und das Ass Kreuz die höchste Karte im Spiel ist. So ist eine Herz 9 kleiner als eine Pik 9. Vor der dritten Karte wird man dann gefragt, ob sie sich innerhalb oder außerhalb der 2 bisher erhaltenen Karten befindet. Das heißt, dass wenn man zum Beispiel eine Karo 8 und einen Pik Buben hat, ist eine Kreuz 10 innerhalb und ein Herz Ass außerhalb. Als letztes bekommt jeder noch eine weitere Karte und wird nach ihrer Farbe gefragt, also ob sie Karo, Herz, Pik oder Kreuz hat. Hat jeder Spieler 4 Karten erhalten, ist die erste Phase beendet. In der zweiten Phase wird eine Pyramide aus den noch übrigen Karten gelegt. Diese werden dann verdeckt in 4 Reihen gelegt mit 1, 2, 3 und 4 Karten. Ist dies getan, wird von der unteren linken Ecke angefangen und jede Reihe Karte für Karte aufgedeckt. Daraufhin vergleichen alle Spieler nach jeder aufgedeckten Karte diese mit ihren Handkarten und können bei einer gleichen Zahl oder gleichem Bild selbige auf die aufgedeckte legen. Das Ablegen ist jedoch kein Muss und man kann auch noch abwarten, damit später mehr Schlücke verteilt werden können. Jedoch sollte man aufpassen, nicht auf seinen Karten sitzen zu bleiben. Ist nämlich jede Karte der Pyramide aufgedeckt, wird die Person, welche noch die meisten Handkarten übrig hat, zum Busfahrer. Hat jemand eine Karte auf eine aufgedeckte abgelegt, darf er je nach der Reihe 1, 2, 3 oder 4 Schlucke an seine Mitspieler verteilen. Ohne übrige Handkarten kann man kein Busfahrer werden. Sollten mehrere Spieler die gleiche Anzahl Handkarten übrig haben, sind sie alle Busfahrer und erleben die dritte Phase nacheinander. Und so kommt dann die Phase 3. Alle Karten werden eingesammelt und es wird ein Karo aus 7 Reihen gelegt. Dabei haben die äußersten Reihen eine Karte, die daneben 2 und so weiter bis zur Mitte, in der dann 4 Karten liegen. Der bzw. einer der Busfahrer wählt nun eine der beiden äußeren einzelnen Karten für den Anfang aus und deckt diese auf. So deckt er dann Reihe für Reihe jeweils eine Karte auf, bis er bei der letzten angekommen ist. Sollte der Busfahrer dabei etwas anderes als eine Zahlenkarte aufdecken, muss er für jede bis dahin aufgedeckte Reihe einen Schluck trinken. Daraufhin werden neue Karten verdeckt auf alle aufgedeckten Karten gelegt und der Busfahrer startet auf ein neues, bis er in jeder Reihe eine Zahlenkarte aufdecken konnte und oder alle übrig gebliebenen Karten verbraucht sind. An dieser Stelle wollen wir euch wieder sagen, dass man in der Bruderschaft sein Limit kennt und kontrolliert Alkohol konsumiert. Solltet ihr damit Probleme haben, findet ihr dazu einen Link in der Videobeschreibung. Aber nun zurück zum Spritual. Falls euch das zu hart sein sollte, bzw. ihr verhindern wollt, dass mindestens eine Person am nächsten Tag keine Erinnerung mehr an die Party hat, lasst ihr einfach die dritte Phase weg und der oder die Busfahrer trinken für ihren Titel nur 2 Shots. Sollte das Gegenteil der Fall sein und es soll etwas schneller gehen, dann spielt nur Phase 1 und 2, nehmt aber Shots anstelle der Schlucke von eurem Bier oder Mische. Damit haben wir wieder genug erklärt und gönnt euch dieses Spritual. Bis zum nächsten Mal, euer Spritti B.